Das ist so schön, euch zu sehen und euch zu hören. Mit so einer, man nimmt das ganz anders an, wenn man so ein ganz junger Leute ist und begeistert über Gott. Aber wenn man 55 plus ist und hat eine lange Reise hinter sich mit Gott und einiges erlebt und dann so ein Bekenntnis hat, Gott ist gut und so ein Überwindergeist durch die lange Reise mit Gott, das hat Kraft. Wirklich. Und noch etwas, warum ich so begeistert war, das stimmt. Ihr seid genau wie Mike und ich. Wir sind in dieselbe Gruppe. Wir sind auch immer früh, egal wo wir gehen, weil wir sind immer pünktlich. Und ihr wart wirklich alle hier, so früh und pünktlich. Das haben wir gelernt irgendwo, oder? Oh ja. Ich habe wirklich etwas, das brennt in mein Herz, wie gesagt, wirklich eine lange Zeit schon, eigentlich seit ich über 55 bin. So, das war 7 Jahre oder nein, 12 Jahre oder wie, das weiß ich nicht. Okay. Jetzt bin ich, nein, 55. Oh ja, 12 Jahre, okay. Aber nicht ganz. Aber ja, okay. Ich habe auch ein PowerPoint mitgebracht. So, nur dass ihr wisst oder wer nicht weiß, Mike und ich sind sehr lange schon in Deutschland. Wir sind ganz früh angefangen. Ich war 21 Jahre alt, als ich nach Deutschland kam. So eigentlich 46 Jahre auf dem Missionsfeld. Es war immer mein Ziel, weil ich habe ganz viel als junge Gläubige, ich habe ganz viel ältere Leute in der Bibelschulzeit erlebt. Fast alle unsere Lehrer damals waren über 50. Sie waren 50, 60, sogar 70 und ein war über 80. Und wir junge Leute aus der Hippie-Zeit, die wirklich nicht so begeistert war über die ältere Generation, waren plötzlich verliebt mit diesen Leuten. Weil wir waren gerettet und die Liebe Jesus hat unser Herz erfüllt und die waren unsere Helden. Und dann zu sehen, alle für mich dann, 1920, alle diese älteren Leute mit Feuer, 50, 60, 70, 80, habe ich eine Vision von meiner jungen Zeiten gehabt. Ich habe eine lange Strecke vor mir. Ich muss diese Feuer behalten und diese Frische. Aber das ist noch ein Grund, warum wir als 55 plus, lass uns sagen, reife Leute, oder wir können uns nennen die Klassiker, wir sind ganz wichtig in der Gemeinde und in der Welt und in unseren Familien. Und das ist wirklich die Botschaft für euch, für diese letzte Drittel deines Lebens oder letzte Hälfte deines Lebens. Und noch etwas, ich habe so viele Punkte, warum du wichtig bist, dass du strahlst, dass du denkst nicht, du bist schon fertig oder du bist auf der Rand oder du bist ausgeschlossen oder du bist nicht relevant in dieser Welt oder nicht notwendig oder überflüssig. Alle diese Gedanken habe ich gehabt auch. Zwischen 55 und deswegen kenne ich das. Aber Gott hat so zu meinem Herz gesprochen. Noch etwas, was ich sage, bevor ich anfange. Es ist ganz wichtig, bevor ich anfange. Es ist ganz wichtig, dass Gott möchte alles wiederherstellen, wie es sein soll, wie sein Plan ist. Nicht, was die Welt diktiert, nicht, was die moderne Gemeinde diktiert, was Gott immer auf dem Herzen hat. Und Gott ist wichtig, dass der Gott von Abraham, Isaak und Jakob, alle lebten in einer Generation. Wir sind immer noch in der Welt, wir sind immer noch eine Generation. Wir sind die ganze Generation. Und das ist Mike und meine sogar Spruch. Eine ganze Generation steht auf.
Nicht nur die Jugend, nicht nur die Alten, nicht nur die Mittel, eine ganze Generation in Erweckung, in Liebe, die demonstriert das Segen, das fließt von Generation zu Generation. So, du bist ganz, ganz wichtig. Noch ein Punkt, den ich sagen möchte, bevor ich anfange. Gottes Weg in dein Leben ist auch, Gott fängt immer perfekt an, aber dann, er geht immer höher und höher. Die Bibel sagt, wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es sagt nicht, dass bis Jesus zurückkommt oder wir zu ihm gehen, wir werden ständig in mehr und mehr Stufen der Herrlichkeit kommen. Glaubt ihr das? So, das bedeutet, du bist nicht am Ende. Es gibt mehr Stufen, mehr Levels, mehr Autorität, je mehr wir mit Gott gehen. Und das stimmt nicht, dass wir irgendwie auf die Seite gehen in einen Schaukelstuhl. Schaukelstuhl sind nicht schlecht, aber wir haben wirklich, ich glaube, einen Auftrag von Gott. Und man kann so viel Schriftstellen, aber einfach, dass Gott fängt gut an, aber es geht immer besser. Zum Beispiel neuer Wein bei den Hochzeit von Kanaan. Jesus hat gesagt, das beste Wein bleibt bis das Ende. Hat das Beste reserviert. Und ich glaube auch, nicht nur wir als ein reifere Leute, aber die Endzeitgemeinde kommt alle zusammen in einer Reife der Herrlichkeit, der Einheit, der Autorität, wie es noch nie gesehen war. Die Bibel sagt, der größer ist die spätere oder die zweite Herrlichkeit als das erste Haus. Und Gott hat super angefangen in das erste Haus, aber er hat gesagt, die zweite Haus oder das letzte Haus wird mehr Herrlichkeit haben. Gott ist nie ein Gott, der fängt stark an und dann wird immer schwächer. Er ist genauso stark, wie er immer war. Er ist genauso voller Leben, voller Kraft und wir sind verbunden mit ihm in unser Geist und so preist dem Herrn. Okay, so, ja, möchte euch auch, bevor ich weitergehe, einfach alle Ehren, wirklich von Gott. Ich spüre so eine Liebe, dass ich kann es nicht sagen, was ich in mein Herz habe für diese reife Generation. Und ich werde einiges versuchen zu teilen. Aber ihr seid erprobte Leute. Ihr seid Leute, die bestimmt viel erlebt hat, immer wieder aufgestanden, wirklich durch Pionierarbeit gemacht, Dinge freigesetzt, für dieses Land in den Riss getreten. Und Gott kennt alles. Er hat die Geschichte alles ganz klar geschrieben. Auch wenn vielleicht einiges ist verborgen, Gott weiß deine ganze Strecke. Und ich glaube, er möchte euch so seine Liebe, Wertschätzung, Ermutigung, Ehre als Veteranen wirklich geben und euch ermutigen und dass wir auch einander genießen und Gemeinschaft haben, weil wir verstehen einander, oder? Einiges. Die Welt ändert sich sehr. Wir denken an, was wir erlebt haben und wie herrlich manches war. Und dann, okay, so jetzt gehe ich weiter. Ich möchte anfangen mit diesem Vers, das Gott mir auch persönlich gegeben hat. Das ist aus Hiob, in die letzte Kapitel. Seine erste Hälfte des Lebens war herrlich, gesegnet, Reichtum. Er ist durch eine Krise oder eine Probe gegangen und er kam heraus. Er hat nicht Gott geflucht. Er hat nicht gesagt, Gott ist nicht gut. Er hat treu geblieben zu Gott, auch in der Dunkelheit, wo er nichts verstanden hat. Er blieb fest bei Gott. Er war ein gerechter Mann. Er war der gerechteste Mann auf der ganzen Erde. Er wurde erprobt. Aber guck mal, wie er rauskam. Und das ist, was Gott zu ihm gesagt hat. Und der Herr
segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Lass uns das lesen laut und du sagst, und ich würde sagen, und der Herr segnete K-Chance anstatt Hiobs. Und du sagst deinen Namen drin. Und lass uns das zusammen sagen. Und der Herr segnete das Ende K-Chance mehr als ihr Anfang. Wow! Das kannst du zu Hause nehmen, als Gott das zu mir gesagt hat. Ich hab das so festgehalten, ich habe es immer das bekannt. Und ich habe immer gesagt, und Gott, du hast meinen Anfang sehr gesegnet. Ich habe so viel Herrlichkeit erlebt, so viel Durchbrüche gesehen, so viel Gebete geantwortet. Natürlich, es hat alles einen Preis gekostet, aber ich habe sehr viel erlebt in meinem Anfang. Es ist nicht, dass das der Anfang nicht gut war. Der Anfang mit Gott ist manchmal so gesegnet. Manchmal kommt dann etwas zwischendurch und dann hat Gott das zu mir gesagt und ich glaube das. Und das glaube ich schon 20 Jahre fast, habe ich das in 2001 oder 2004 oder 2003. Der Herr segnete das Ende K-Chance mehr als ihr Anfang. Ich habe das auch gesagt, wenn ich das nicht gesehen habe, aber ich glaube Gott, weil ich glaube seine Wege, ich glaube seine Verheißungen, ich glaube, er ist gut. Okay. Und ich muss sagen, das ist eine Welle, eine gewaltige Welle. Und als ich so jetzt ungefähr, ich weiß nicht, ihr wisst, Mike und ich waren immer in einer Bibelschule, Glaubenszentrum 27 Jahre. Und jetzt sind wir mehr in Gemeinden und Werken und so weiter. Und als ich bemerkt habe in dem Leib Christi in einige Gemeinden, dass sie wollten immer mehr die jungen Leute benutzen, das fand ich super. Aber die älteren Leute gingen mehr und mehr nach hinten, als ob sie nicht mehr wichtig war. Die haben junge Leute Raum gegeben, die keine Botschaft hatte, die keine Wort Gottes hatte, aber sie war jung. Das fand ich gut auf einer Seite, aber ich fand es schlecht, dass die älteren Leute wurden nicht mehr wirklich Raum gegeben. Langsam, entweder sie waren nicht mehr da oder sie wurden da. Und ich habe gesagt, ich fand das wirklich komisch. Und ich habe wirklich über das gebetet und habe gesagt, Gott, und Gott hat zu mir gesprochen, genau was ich sage und auch was wir wirklich hier diese Wochenende wirklich eine gewaltige 3-Generation-Vision freisetzen wollen. Und ehrlich gesagt, Gott hat zu mir gesagt, das ist nicht wie ich das sehe. Er hat zu mir gesagt, lass uns nennen, ich weiß nicht was, Klassiker, reife Leute, die sind mir sehr teuer. Und er hat zu mir gesagt, meine Generation, und das sind wir, ihr wart eine Pioniergeneration. Ihr habt wirklich aus mehr, was kann ich sagen, traditionelle Gemeinde, ihr kam in die charismatische Bewegung, ihr kam in mehr und mehr Wahrheit. Und er hat zu mir gesagt, viele von dieser Generation haben für jedes Stück Wahrheit gekämpft. Wir waren nicht hineingeboren in das. Wir kamen aus irgendwo und jeder Schritt weiter. Und ich war Teil von haben das im Glaubenszentrum gesehen und mit ganz vielen von euch in ganz Deutschland, deutschsprachige Europa. Wir sind rausgekommen und wir haben Stück für Stück Land erobert. Wir haben Stück für Stück Glauben gehabt für diese Nation. Wir haben Verheißungen gehabt. Wir sind in den Riss gestanden. Und Gott hat zu mir gesagt, diese Generation ist eine Pioniergeneration. Und er hat zu mir gesagt, es bleibt eine Pioniergeneration. Das ist in ihr DNA. Sie sind auch Leute, die eine Liebe für die Wahrheit, für die Freiheit. Er hat auch zu mir gesagt, diese Generation hat sehr viel Erweckungsgeist erlebt. Wer gläubig war in die 70er, 80er, 90er Jahre in Deutschland, das war wirklich Aufbruchszeit. War ihr dabei? Oder bin ich in einer Traumwelt? Nein, okay. Das war
Aufbruchszeit. Das war Hunger. Das war Dinge, die noch nie da gewesen, wurden freigesetzt. Da war eine wirkliche, ja, was kann man sagen? Aufbruch. Ich weiß nicht, ob man das Erweckung nennen möchte, aber viele Leute wurden persönlich erweckt. Viele Leute kamen in die Dimension der Liebe Gottes, haben Gottes Liebe geschmeckt, waren süchtig nach Jesus, haben wirklich Konferenzen überall, Wort Gottes überall, reingepresst in Gott. Bedenkst du, dass Gott das vergisst? Die ganze Arbeit, die ganze Land, die du persönlich in dein Leben gesehen hat, erreicht hat, in das gelebt hat? Sag Amen, wenn du denkst, dass es wahr. Okay. Ihr dürft Amen sagen, wie mein Mann das sagt. Du wirst mich nicht aus dem Konzept bringen. So, Gott hat mir so eine Vision gegeben mit diesen Worten. Und er hat mir an Wellen gesehen. Und er hat gesehen, Welle nach Welle von 55 plus, von reifen Leuten, die wirklich von Gott wirklich freigesetzt wurde und über die Erde freigesetzt war. Und er hat mich erinnert, weil als junger Mensch, ich hörte die Vision von Lauren Cunningham von Jugend mit einer Mission. Er war auch jung damals, vor 50 Jahren. Und er hat eine Vision von Wellen von jungen Leuten, Jugend mit einer Mission. Er hat eine Vision von Wellen von Jugendlichen, die freigesetzt waren. Und das geht bis heute, diese Vision. Aber ich hatte eine Vision von Wellen von 55 plus Leute. Und deswegen, diese Konferenz ist nicht das letzte, vielleicht das letzte hier. Aber wir wollen nicht nur eine Konferenz haben, wir wollen eine Bewegung freisetzen. Wir wollen wirklich eine Aufstehen, eine Bewegung in die Städten, weil es ist die Zeit, wo wir aufstehen müssen. Noch ein Grund, weil wir kennen Geschichte, wir kennen die Werte, wir kennen, was verloren gegangen ist und was Gott tun möchte. Viele von uns haben erlebt eine gesündere Welt oder nicht so gesund, aber Familienleben und so weiter. Und wir sind wirklich Zeugen, wir sind hier den anderen zu segnen. Wir sind da, sie zu unterstützen, freisetzen. Und du wirst sehen von der Bibel, was ich glaube, dass Gott wirklich tut. So dieses Wochenende, ich erwarte, dass Gott auch zu allen Menschen, die hier versammelt sind, wirklich Dinge von Himmel, neue Aufträge, Mandate, wirklich Neues freisetzen wird. Und ich glaube, wir leben in Deutschland. Erstens in der letzten Zeit mehr und mehr kriege ich so eine Ermutigung. Wenn alles so ein bisschen runterkommt, verwirrt uns so, es ist unsere Chance. Eine Alternative, weil die Leute werden ein bisschen erschüttert. Und so, wenn wir da sind, ältere Leute mit Hoffnung, mit Freude, mit Friede, wer findet solche Leute? Wo sind sie? Sie sind nicht wirklich überall. Überall in der Welt sind sie zynisch. Und ich musste auch kämpfen, über zynisch zu werden oder ein Chip auf meine Schulter zu haben. Und so, wenn du älter bist, du kannst entweder sagen, man könnte zynisch oder man könnte mehr und mehr Freude und wachsen in Gott und mehr in seine Liebe und Dimensionen hineinkommen. Okay, ich muss mich wirklich beeilen. Aber hier möchte ich euch eine neue Namen geben. Und das heißt auch The Red Brigade, die Rote Brigade. Und in Englisch, das bedeutet retired, in der Rente gegangen oder pensioniert, retired and extremely dangerous. Wow.
pensioniert und extrem gefährlich. Und das war ein Film, wo es war ganz viel schief in der Welt und so weiter. Und die jungen Leute konnten das nicht wirklich herauskriegen. Die haben alle die Rentner gerufen. Und die mit ihren Talenten und Gaben, die sie hatten, haben wirklich die Sachen geknackt. Sie hatten eine Intelligenz, sie hatten wirklich das gerettet. So, die Rote Brigade. Ihr braucht eine wirkliche gute Perspektive. Und ich möchte das auch zu euch sagen. Wenn ihr glaubt, wer ihr seid, was Gott sagt über euch, wenn ihr glaubt das, egal ob anderen das glauben, das wird einen Unterschied machen. Weil wenn wir denken, wir werden alt, wir werden krank, wir werden da. Wenn du denkst, dass du nicht wichtig bist, nichts zu geben, nicht mehr ein Teil sind, du musst ganz überzeugt mit Gottes Gedanken. Okay, so, jetzt wollen wir ganz schnell Psalm 92, ich habe ein paar Bilder, am Schluss habe ich ein paar Zeugnisse und ich möchte diese Vision, was wir hier freisetzen, in euch, ihr werdet es weitertragen, überall, Nord, Süd, Ost, West, in der Schweiz und in Österreich. Wir wollen glauben, dass wir wirklich revolutionär werden. Bevor wir nach Hause gehen zu Jesus oder er kommt für uns, lass uns etwas wirklich wagemutig tun. Lass uns ein paar Wellen in der Welt. Lass uns ein bisschen wild sein, weil ältere Leute haben nichts zu verlieren. Was können wir verlieren? Ältere Leute haben Vorteile. Wir sind wirklich nicht in dem, was kann man sagen? Wir sind ein bisschen Dock auf der anderen Seite. Wir haben nichts zu verlieren, weil wir haben schon so viel gewonnen. Aber wir wollen doch vor Gott unser Lauf laufen, unser Kampf kämpfen und den Glauben bewahren, bis wir hinaufgehen und die Krone der Gerechtigkeit, die er alle bereitet hat, die ihn lieben. Und wir wollen Fußstapfen lassen in dieser Welt. Okay, jetzt wollen wir Psalm 92, das könnt ihr auch zu Hause dann lesen. Dies ist das Psalm, das Gott mir für vielleicht 6 Jahre, die mir auch so diese Botschaft, diese Vision gegeben hat, auch das ich angewendet habe für mein eigenes Leben und Mike auch. Ich fange mit Vers 9 an, aber ich muss mich wirklich schnell. Du aber bist ewig erhaben, Herr, preis dem Herrn. Gott sitzt auf dem Thron, ewig erhaben. Jesus ist Sieger, der Allerhöchste für alle Ewigkeit, das wissen wir. Das macht der Unterschied. Das sind wir überzeugt. Das kennen wir, das wir bewegen. Nichts wird uns bewegen. Das haben wir gesehen. Wir sind überzeugt. Okay, ich will nicht jeden Vers lesen. Aber jetzt gehen wir zu Vers 11. Weil dies ist ein Psalm, besonderer für reife Leute. Und auch die ganze Gemeinde kommt in die Reife. Die ganze Gemeinde kommt in eine Reife in Christus, zu die völlige Wuchs von Jesus. Deswegen ist wichtig, dass wir auch dabei, das Bild muss perfekt, wie Gott das haben möchte. Männer und Frauen, jung und alt, verschiedene Nationen, Sozialklassen, alle manifestierten die Herrlichkeit Gottes. Okay, Vers 11. Aber du wirst mein Horn erhören, wie das eines Buffels oder ein wilder Ochse, finde ich ein schöner Wort. Okay, erstmal, du wirst mein Horn erhören wie eine wilde Ochse. Wenn du die Reste dieses Psalms liest, du wirst merken, es ist für reife Leute. So, ich möchte, dass wir das wirklich sehen. Wir müssen alle religiöse Denken frei sein. Weil wenn wir denken, dass wir haben keinen Kampf und das Leben ist so
Picknick, das ist es nicht, dann werden wir wirklich in unser eigenen Herzen, wo habe ich das aufgeschrieben? Mein Deutsch. Oh ja, unser Herzen wird in eine höfliche, domestizierte, schüchterne, kleine Menschen getrübt. Aber der Herr möchte unser Horn. Und das in der Bibel steht, das kommt sehr oft, dein Horn erhöhen. Das spricht von Autorität und Kraft und Macht. Und Gott möchte, dass wir in unserer Generation das auch ausleben und zeigen, dass wir wirklich die Ältesten in die Toren sind. Dass wir vereint sind mit dem Himmel und haben wirklich eine Autorität, Himmel auf Erden freizusetzen. Und ob das in Gebet ist, wie immer wir das freisetzen, Gott möchte, dass die Gemeinde und dass wir wirklich Horne wie ein wilder Ochs, dein Haupt empor erheben. Das ist so wichtig, dass wir unseren Platz annehmen. Weil Jesus hat bezahlt mit seinem Blut, das zu uns zu schenken. Teuer bezahlt, uns wieder die Würde, dass die Menschen gegeben hat, über die Erde zu herrschen. Und das wird wirklich mehr und mehr hervorkommen. Ich möchte auch die Männer ermutigen. Wow. Weil ich habe gerade, ich weiß nicht, was denkt, ich will nicht politisch werden. Herr, hilf mir. Aber ich habe gerade die American State of the Union geschaut. Und da war die ganze Congressmen vom Kongress. Und da war so viel männliche Männer da, wirklich. So stark vereint, verantwortungsbewusst, wollten das Land wirklich in das Beste bringen. Und die haben so wirklich da gestanden. Und das hat mich so, und dann die ganze Generäle, es war 3 oder 4, auf die erste Reihe. Alle reife, ernsthafte Männer. Du hast bemerkt, sie tragen so viel Verantwortung für die ganze Armee, diese jungen Leute. Und sie waren so konzentriert mit aller Kraft wie Leibwächter. Aber in Liebe alle Dinge zu schützen. Und ich glaube, dass wir können wirklich diese Art von Schutz und Liebe für die nächste Generation und für die Welt annehmen. Ich denke, diese Generation ist auch bewusst, und das sollen wir, verantwortungsbewusst zu leben. Wir wollen die guten Tugenden, die in der Bibel sind, nicht verlieren. Lass niemand dich in eine Box bringen. Du denkst vielleicht, dass ich bin einigermaßen frei, aber kämpfe jeden Tag frei zu bleiben. Ich könnte auch eingeschüchtert sein. Ich lebe auch in Deutschland. Das kostet auch etwas zu sagen. Ist mir egal. Ich würde sagen, was Gott sagt und preis dem Herrn. Es ist eine Entscheidung, eine mutige Entscheidung. Okay, so, das möchte ich nicht, habe nicht Zeit. Okay, so wird dein Horn erhöhen wie ein wilden Ochs, mit frischem Öl hast du mich überschüttet. Und das wollen wir auch empfangen, erfahren, diese Wochenende. Aber Gott hat frisches Öl für euch, nicht Öl von gestern, nicht Offenbarung von gestern. Was du von gestern hast, das hast du. Das wirst du nicht verlieren. Ich sage, ich liebe neue Offenbarungen, aber ich halte fest, auch die alte. Und das ist auch in der Bibel. Das Neue und das Alte Schätze halten. Aber Gott möchte neue Salbungen für neue Aufträge, frisches Öl. Wenn du hungrig bist und sagst ein neues Ja zu Gott, Gott, ich gebe dir mein Ja. Ich gebe dir ganz neu
für die nächsten 5 Jahre, die vor mir sind. 10 Jahre, wo ich Kraft habe. Nur du weißt, oh Gott, aber ich sage ja, wir wollen ausstrecken für eine neue Salbung für heute. Eins sage ich auch immer zu mir selbst. Ich versuche nicht, die Vergangenheit zurückzubringen. Ich versuche nicht, die Bewegungen von der Vergangenheit, egal wie schön es war, das ist vorbei. Ich halte die ganzen Schätze. Ich halte die ganzen Wahrheiten. Ich halte gute Erinnerungen. Aber wir können nicht zurück. Es ist nur eine Richtung. Vorwärts. In jetzt. Und diese Welt ist anders als der Vergangenheit. Und da ist andere Bedürfnisse. Und wir sind anders. Preis dem Herrn, wir haben mehr als vorher. Und so, wir wollen frisches Öl. Gott hat so viel Frisches und ein neuer Mantel mit neuen Aufträgen, mit neuen wirklichen, das Gott uns geben möchte. Und auch altes Öl stinkt. Du kannst nicht von dieser Salbung von gestern leben. Und der Öl ist, was uns frisch hält in ein trockenes Land, wie in der Mittelosten. In Israel, du salbst mein Haupt mit frischem Öl. Es war so trocken da. Und es in der Wüstenzeit. Und dieser Öl war so erfrischend. Das hat alles so, das nicht so, alles Öl ist wirklich so schön. Wir wollen auch nichts runzelig, auch in unser Geist sein. Oder alt. Wir wollen wirklich frisches Öl. Und die Gemeinde, entweder sie schlafen und haben nicht genug Öl, oder sie sind wach und haben das Öl in ihren Lampen. Und so, wir kaufen frisches Öl. Okay, hier ist die nächste, was hier sagt, was ich liebe, auch für euch. Ups. Okay. Oh, der Gerechte wird sprossen wie die Palme. Die Palme, die Bibel ist sehr, sehr bildhaft. Und eigentlich die Palme, mein Lieblingsbaum. Meine Mutter wohnt jetzt in Florida und Palmen überall, Sonne jeden Tag, mein Bruder auch und so weiter. Aber so, wir werden sprossen wie die Palmen. Und die Palmbaum steht auch, du merkst das, eine Palmbaum wächst immer nach oben. Eine Palmbaum ist gekrönt oben. Ein Palmbaum streckt sich aus in dem Himmel, gekrönt oben. Ein Palmbaum ist ein Wüstenbaum. Das bedeutet, und das seid ihr seid erprobt in schwere Zeiten, in Wüstenzeiten. Ihr habt nicht aufgegeben. Ihr Wurzeln sind tiefer. Ihr wächst und wächst hinauf, wirklich in dem Thronsaal und in die Gegenwart Gottes. Und ein Palmbaum, wenn ein Mann in der Wüste ist und findet ein Palmen, das ist eine Oase. Und das Frucht von den Palmbaum, die Datteln, ein Land, das fließt mit Milch und Honig, das war eigentlich Dattelhonig. Mein Mann liebt Datteln. Und wer 3 Datteln jeden Tag isst, du kriegst alle Minerale, Nährstoffe, die du brauchst. Die sind so gesund, sie sind gesünder als Brot. So, die Gerechte werden sprossen wie die Palme. Noch etwas, wenn man vielleicht einen Hurrikan oder was in Florida sieht. Die Palmen in einem großen Sturm, sie bewegen sich, aber sie brechen nicht. Sie brechen nicht, keine Astbreck. Sie können so, aber sie brechen nicht in den Sturm. Und eine Palme, alles ist nützlich über eine Palme. Und eigentlich, sie sterben nicht. Sie müssen abgehauen. Und sie sind wirklich ein super Symbol, wirklich für einen Mensch, der sein ganzes Leben gepflanzt ist mit Gott,
wächst mehr und mehr zu das Haupt hin zu Christus. Es ist auch ein Bild von Epheser für die Endzeitgemeinde, die in der volle Wuchs, die volle Manifestation von Jesus kommen wird. Und so, der Gerechte sprossen wie ein Palme. Du kannst dich so sehen. Du hast wirklich viel zu geben. Ich sehe euch, ihr jauchzt, ihr jubelt, ihr singt, ihr tanzt. Ihr seid so fröhlich. Eigentlich, und ihr seid nicht nur ein Jahr gläubig oder so, ihr habt viel erlebt. Und das sagt, egal welche die Umstände sind, ihr preist dem Herrn. Weil ihr wisst und ihr seid überzeugt, Gott ist gut. Okay, und sie werden dann, die Gerechte wird, wie ein Zeder auf den Libanon wird er emporsteigen, emporwachsen. Wieder, der Zeder ist bekannt als der König der Bäume. Es ist langlebig. Es ist ein Symbol auch für die Unsterblichkeit von das Leben Jesu, die Auferstehungskraft, die uns wirklich, es ist ganz, ganz langlebig. Und es duftet. Die Zedern, habe ich gerade gelesen, sie wurden benutzt in den Pharao, in den Pyramiden, wo sie gegraben wurden mit all ihren Reichtümern. Und da haben sie Schiffe gebaut mit diesen Zedern. Und als diese Orte gefunden wurden, kam ein Geruch immer noch von dem Zedergeruch von einem Wald heraus. Das ist unglaublich, dieser Waldduft, die man trägt von den höheren und erhabenen Orten mit Gott. Und so, egal wie alt du bist, du trägst eine Atmosphäre, du hast einen Duft, du hast eine Würde. Du hast wirklich, du musst vielleicht nicht so viel sagen. Leute werden merken, ihr kennt Gott. Ihr habt wirklich eine Festigkeit, eine Standhaftigkeit, eine Weisheit, das von oben kommt. Und die werden euch aussuchen und so weiter. Okay, so. Und dann geht es weiter. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Und das habe ich erlebt, auch in dieser letzten, 6, 7, 10 Jahren. Ich fühle mich ganz neu gepflanzt in den Gegenwart Gottes. Ich komme nie aus, ich bleibe da. Ich bin gepflanzt oben. Meine Dimension, meine Quellen sind alle da. Nicht hier, nicht von hier. Sie sind da und ich kann diese Ströme in der Welt. Ich erwarte nichts von der Welt. Das empfange ich alles von Gott und dann können wir. Das ist eine wichtige Sache. Auch, dass jeder von uns diesen Platz findet in Gott. Oder man könnte sagen, in den Schoß des Vaters. Gepflanzt sind, unser Zuhause ist schon oben. Endlich zu Hause in unser Geist, in unserer Beziehung. Und dann geht es weiter. Hier kommen wir jetzt. Sie werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes, noch im Greisenalter. Wow, ich glaube, niemand hier ist so alt. Noch im Greisenalter gedeihen sie, sind sie saftvoll und grün. Und so, hier ist auch eine gewaltige Offenbarung, die Gott mir gegeben hat, als ich so alt fühlte und meine Zeit war vorbei. Und hatte ich sogar Angst, wenn ich dachte über alt werden. Und Mike und ich haben ein paar auch finanzielle Schocks gehabt. Und alle diese Sachen, Sorgen und so weiter. Und dann, ich muss sagen, ich musste wirklich durch alles kämpfen. Und dann, ich mochte nicht den Herbst und den Winter überhaupt nicht. Und in der Zeit, wenn ich an den Winter dachte, ich dachte an, alles wird tot, alles ist vorbei. Und als ich den Herbst sah, dann habe ich gedacht, yikes, jetzt kommt der Winter. Alle Blätter fallen ab. So, okay. Und dann eines Tages
fuhr ich sogar von Freiburg zu dem Bodensee und musste dort den Schwarzwald. Und das war ein Detour, ein Umweg. Detour, Umleitung. Und ich war alleine in dem Auto mit dem Navi. Sonst kann ich nirgendwo. Aber da fühlte ich mich sicher. Und ich fuhr diese Umleitung durch den Schwarzwald. Und es war die herrlichste Herbsttage, die ich je gesehen habe. Und es war, als ob Jesus hinter in dem Auto war und hat zu mir die ganze Zeit geredet. Und dann hat er gesagt, siehst du? Und dann habe ich die goldenen Bäume gesehen. Und dann habe ich die flammende rote Bäume gesehen. Und dann habe ich einen Baum gesehen, es war Gold und oben rot. Da habe ich gesagt, das bin ich. Okay, Jesus. Und dann hat er mir gesagt, die Herbstzeit ist die goldene Herrlichkeitszeit und die flammende Feuerzeit. Und das habe ich überall, diese wirklich herrlich gold leuchtende Bäume und dunkelrot wie Feuer. Und ich war wie im Himmel. Meine ganzen Gedanken über das Herbstzeit wurden total verändert. Und dann hat er zu mir gesagt, ihr kennt das bestimmt, aber das war für mich eine neue, wow, jetzt kann ich wirklich auch den Herbst lieben und sogar den Winter. Okay, und dann kamen näher und näher in dem Schwarzwald. Die ganze Zeit hat Jesus zu mir einfach gesprochen, die beste Zeit ist vor dir. Diese Zeit, du kannst dir mehr Herrlichkeit, mehr Feuer als je zuvor in dein Leben. Das ist eine Zeit, wo wirklich so viel geschehen wird. Dann kam ich mehr in den Bodenseebereich und ich sah, ich musste Umleitung durch die ganzen Felder. Da sah Apfelbäume und Trauben, die riesige Erntezeit. Und die waren voll beladen. Und dann hat Gott zu mir gesagt, und das Herbst ist der Grund, wofür der Frühling und der Sommer da ist, die reife Frucht hervorzubringen. Wow! Da habe ich gedacht, das stimmt. Die Anfangszeit, die Frühling, den Sommer, den Mittelzeit, wo man wirklich das erlebt. Aber wofür ist das alles? Für die Ernte, für die reifste Frucht. Und eigentlich diese Ende, eine herrliche Ende, ist das Wort Doxa. Und das ist die Herrlichkeit. Und so, meine ganze Welt wurde verändert in dieser Autofahrt. Ich war wie Jesus die ganze Zeit, hat wirklich Ermutigung, Veränderung, andere Perspektive, alles war anders und ich habe das geglaubt. Ich werde in eine goldene Herrlichkeitszeit kommen. Ich werde in ein Flammen, ein Feuer, das wirklich nicht zu löschen ist, bis zum Ende kommen und ich werde die herrlichste Früchte von mein ganzes Leben in dieser Zeit. Ich werde reifer und süßer und fröhlicher und netter. So zu meinem Mann auch. Herr, ich glaube das. Ich werde geduldiger und was noch freundlicher. Oh, Halleluja, Jesus, das brauche ich. Ich will diese Zeit auskaufen. Ich will die Menschen mehr genießen. Ich will die Kinder, die Enkelkinder. Ich will Liebe, Leben, Freude. Und weißt du, was für eine Ermutigung das ist, wenn junge Leute sehen, ältere Leute, die immer noch fröhlich sind? Dann kriegen sie Mut. Kriegen sie Mut. Und so, ich kann nur sagen, Gott ist immer treu. Seid ihr da? Ja. Noch wach? Okay. Dann habe ich nur ein paar mehr. Hier ist noch etwas so gigantisch. Jetzt ich muss das alles kurz sagen. Aber was ist das? Das ist das Ende von das Buch Hohelied. Das ist auch eine Herzensreise.
Jetzt habe ich sage das morgen. Auf jeden Fall, das Buch endet, wo diese Brautseele, die so angefangen hat, küsse mich und in den Weinhaus und dann geht sie durch so viele Erfahrungen und wird aufgebaut, mehr und mehr in die Herrlichkeit und mehr in die Beziehung mit Gott und es endet, wo ihr seid jetzt, wo wir sind, auch wie die Herbstzeit. Ihr seid in die Herbstzeit, die herrlichste Zeit, eine wunderschöne Zeit, eine Ernte von eurem Leben, die beste Frucht. Palme, die ganz hoch gewachsen sind, gekrönt oben. Zedern, diese riesigen Bäume, die ganz riesige Äste haben, die so breit, so hoch, so unglaubliche, unsterbliches Holz haben, weil wir haben das Leben Gottes in uns. Halleluja, das hast du in deinem Geist. Und wenn dein Geist voller Leben ist, das belebt auch dein ganzer Körper. Ältere Leute preisen dem Herrn, dass wir fangen nicht in unser geistiges Leben an, wenn wir so älter sind, weil da brauchen wir wirklich Glauben, wenn wir älter sind. Für diese Kraft und diese Auferstehungskraft und alles. Okay, so in das Buch Hohelied, ich lese es nur schnell. Und in Vers 10, fast zum Schluss, sie betet für die unreifen Leute. Sie sagt in Vers 8, wir haben eine Schwester, die klein und hat noch keine Brüste. Was sollen wir mit unserer Schwester tun an dem Tag, da man um sie werben wird? Und hier sagt ihr, und ich finde das super, diese reife Braut, Gemeinde, Seele, sie sehen die junge, unreife Leute, sie können Gläubigen vielleicht, die keine Hingabe an Jesus haben, immer noch weltlich, immer noch kein gewachsener Glauben, immer noch leidenschaftlich, nicht leidenschaftlich für Jesus, auf und ab. Sie schauen und sehen die Leute, sie sind nicht bereit für die Hochzeit. Sie sind nicht bereit für wirklich den Bräutigam. Sie haben keine Glauben, keine Liebe für Gott so wirklich entwickelt. Und sie sagen, sie schauen nicht herum, sie sagen, wir, Sie und Jesus, wie können wir die traditionelle Gemeinden, wie können wir die Leute, die wirklich noch mehr wachsen müssen, was können wir tun? Ich will das nicht alles sagen, aber sie ist ein Fürbitterin und sie schaut herum und sie sieht, die Hochzeit kommt. Viele sind nicht bereit. Was können wir tun? Jetzt will ich das nicht antworten, aber in Vers 10, sie sagt, ich bin eine Mauer, und meine Brüste sind wie Türme. Nun aber bin ich vor ihm wie eine, die Frieden anbietet. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich bin eine Mauer. Eine Stadt braucht eine Mauer. Ein Land braucht auch Grenzen, aber das will ich nicht sagen. Eine Stadt braucht eine Mauer. Eine Mauer ist zum Schützen. Es ist wirklich eine Verteidigung. Es ist eine Festigkeit. Und es bekommt, wenn ein Feind attackiert, andere Leute, die Mauern stehen da und sie kriegen die Pfeile, aber sie wissen, wie man das löscht und sie machen sichere Orte. Sie geben eine Festigkeit. Sie werden, und ich glaube, wir werden aufbauen, die verödete Orte und Neues schaffen als Schutzorte, Zufluchtsorte, Orte des Lebens. Und ich glaube, das ist reife Leute, Ältesten in der Bibel, ältere Leute mit grauer Haar sollten geehrt. Sie war Patriarchin. Sie haben das Leben. Sie haben die Leute geleitet und so weiter. Und sie wurden geehrt und geliebt. Auf jeden Fall,
die reifen Leute sind wie ein Mauer geworden. Sie können stehen. Sie können wirklich verteidigen. Sie können ein Schild erheben, damit die alle Pfeile nicht alle treffen. Und sie sagt, ich bin eine Mauer. Und Mike und ich werden demnächst auch hier, aber wir haben das so auf dem Herzen, entweder wie immer man das nennen möchte, apostolische Hubs oder Zion Rising oder wirklich Orte, wo Gottes Schutz, wo Gemeinschaften, wo Generationen wirklich so in Sicherheit, das soll die Gemeinde sein. Und dann sagt es, diese Türme, silberne Türme, sie sehen auch für Wächter auf der Mauer. Man hat in die Türme gegangen, man könnte sehen, der Feind, man könnte sehen, was reinkommen sollte, was nicht reinkommen sollte. Man könnte wirklich dann, das ist auch ein Wachturm. Ich sehe das auch als wirklich, weil die Brustpanzer der Gerechtigkeit steht für Glaube und Liebe. Und diese Leute haben Glauben und Liebe, die reichen in dem Himmel. Und sie können wirklich Himmel auf Erden bringen. Sie können Gottes Versorgung. Wir werden sehen, wie wir helfen, Brothäuser, alles aufzubauen. Okay, das ist nur ein kleines Bild. Jetzt gehe ich ganz schnell. Rate mal, wer das ist. Das ist Abraham und Sarah. Habt ihr bestimmt erwartet in 55 plus. Abraham war 100 Jahre alt und Sarah 90, als ihr verheißener Sohn, deine Verheißungen, die Gott dir gegeben hat, deine Verheißungen für dieses Land. Was hat Gott zu Zacharias gesagt, als Johannes der Täufer? Er hat gesagt, deine Gebete sind erhört. Und Zacharias, er war voller Unglauben, weil er war, jetzt bin ich zu alt. Meine Frau ist zu alt. Und er hat aufgehört, das zu beten. Aber trotzdem, seine Gebete waren gehört. Und so, es kommt die Zeit, ich glaube immer, dass die Endzeitgemeinde und Leute, die reif sind, dass wir eine völlige Verjüngerung von innen nach außen, eine wirkliche Auferstehungskraft, weil Gott hat noch viel vor für uns. Er braucht uns in dieser Zeit. Mike und ich könnten schon wirklich in Rente, aber wir sind nicht da. Wir gehen auch vorwärts. Auch wenn ich zu Hause bin, habe ich meine Schaukelstuhl. Aber dann, okay, here we go. Okay, so, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich möchte hier einen Vers lesen und dann muss ich wirklich dranbleiben. Wir werden es alles schaffen. Hebräer 11, Vers 11. Glaubenshelden. Und hier, ich liebe diesen Vers. Durch Glauben empfing er auch mit Sarah. Beide hatten Glauben, weil Abraham musste Glauben für sein Leib haben. Und sie musste, ich glaube, noch mehr Glauben haben, weil sie war nicht nur zu alt, sie war auch unfruchtbar. Sie brauchte die doppelte Glauben. Und Sarah und Abraham, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen. Und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hat. Und diese Stelle nehme ich ganz ernst. Und ich glaube das auch für mich. Ich werde Kraft empfangen in dieser Zeit meines Lebens, eine Same hervorzubringen. Eine Same der Überwinder in diesem Land. Eine Same von Leuten, die mit Gott gehen. Eine Same von Söhnen und Töchtern.
eine Same wirklich in Deutschland, die aufsteht in die geistliche Kraft mit Gott, in die Heiligkeit, in die Hingabe. Eine Same für den Herrn. Und ich hoffe, dass ihr auch alle empfängt von Gott diese Wochenende die Kraft wie heißt das? Die Kraft wie sagt das? Ich habe es vergessen. Eine Nachkommenschaft hervorzubringen. Und Abraham glaubte Gott. Er achtete der die Verheißung hat, für treu. Und das ist reife Glauben. Reife Glauben hat nicht nur die Worte, die Verheißungen. Reifer Glauben geht tiefer als nur die Worte. Es geht zu der Person, der die Worte gesprochen hat. Er kannte Gott. Er hat ihn für treu erachtete. Hat nicht nur die Worte. Ich sage das auch, die Worte. Und ich bekenne die Worte, ich liebe die Worte. Aber wenn du wirklich in eine Glaube kommst, dass etwas wirklich in dein Leben freigesetzt, da gehst tief auf, du wirst vereint mit der die Worte sagt. Du kommst mehr und mehr in Gott selbst hinein. Wow! Herrlichkeit! Und das ist unser Ziel, dorthin zu wachsen. Okay, wir werden bestimmt mehr über Abraham und Sarah. Hier möchte ich ganz kurz sagen, Vaterschaft und Mutterschaft, das ist, was wir sind. Oder Omas und Opas, ich nenne mich auch. Manchmal finde Oma und Opa noch besser. Weil da musst du die Kinder nicht so selber erziehen, nur ermutigen, die Geschickten sagen, sie lieben. Und das ist auch so eine super Aufgabe. Preis dem Herrn. Und dann, das finde ich auch gut, dass wir nicht die ganze Arbeit tun müssen. Aber viel Liebe, viel Ermutigung, viel deine Geschichte erzählen, viel Segen. Okay, und dann, Vaterschaft bringt Identität zu Menschen. Eine Generation ohne den Vätern und Müttern, die haben wirklich keine Identität. Sie haben keine Erbe, weil wir geben die Erbe. Wir haben eine Erbe zu geben. Okay, Vaterschaft bringt auch Zugehörigkeit zu einem Volk, zu einer Familie. Es bringt diese Familie Gottes, dieses Volk Gottes, wir gehören ihm. Es bringt eine Bestätigung zu Menschen. Du bestätigst den. Das ist auch ein Dienst, die wir als ältere Leute. Schaue für die guten Sachen, dass du siehst in die jungen Leute, in die Mittelleute. Ermutige sie, bestätige sie, sprich ihr Namen aus, was sie im Glauben sind. Weil Väter können die Potenzial sehen in die Leute. Und dann spricht das aus, ermutige. Weißt du, ich habe so viele Zeugnisse gehört, zum Beispiel Kinder in einer Schule oder irgendwas. Ein Lehrer sagt, das machst du gut. Und der ganze Leben ist verändert. Was für ein Dienst. Was für ein Dienst. Das Potenzial zu sehen von jemandem, der so niedergeschlagen ist, hat keine guten Gedanken über sie und du treffst den Punkt, wo ihre Kreativität ist, wo sie etwas haben und sie werden in das kommen. Das ist Vaterschaft. Es ist auch bedingungslose Liebe und Mutterschaft. Eine bedingungslose Liebe. Du darfst sein, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich wünsche mir, du wirst das nicht tun, aber trotzdem, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Okay, jetzt gehe ich zu noch zwei Sachen, dann kurz Zeugnis und dann. Okay, diesen Mann liebe ich auch. Wer hat gesagt, gib mir diesen Berg? Kaleb. Und er ist gewaltig. Okay, er war als junger Mann, 40 Jahre alt, voller Glauben. Er war Josua und Kaleb und wir sind die Josua-Kaleb-Generation, weil jetzt sind wir älter und immer noch dabei. So, ihr
Ihr seid die Glaubenshelden. So, Josua und Kaleb. Kaleb hat voll Gott geglaubt. Er war in Hebron, dieser Berg. Er hat die Riesen gesehen. Er war nicht blind. Er hat alles gesehen, aber er hat das gute Land gesehen. Und er wusste, Gott hat das verheißen. Und er glaubte das. Er ging durch 45 Jahre oder 40 Jahre in der Wüste mit die murrenden, klagenden, sterbenden Leute. Aber er kam heraus. Und er hat nicht gezweifelt. Und als sie dann in dem verheißenen Land kam, nach 5 Jahren, er hat für andere Leute gekämpft, diese Siege zu gewinnen. Aber dann wusste ich, jetzt ist meine Zeit für mein Erbe. Ich weiß das, deswegen bin ich noch in Deutschland. Nicht, weil ich nichts anderes zu tun habe. Oder Amerika nicht liebe. Ich liebe mein Land. Aber ich will meinen Berg haben, das Gott mir verheißen hat. Ich will meinen Berg haben. Und Kaleb hat gesagt, vor 45 Jahren, du hast das gehört, Josua, dass Gott hat zu mir gesagt, dass er wird mir diesen Berg geben. Und jetzt bin ich immer noch so kraftvoll zum Kämpfen und zum Rein- und Rausgeben als vor 45 Jahren. Ich bin 46 Jahre in Deutschland. Ich kann immer noch kämpfen und ich kann immer noch rein und rausgehen. Preis dem Herrn. Und er hat gesagt, gib mir diesen Berg. Ehrlich gesagt, wenn ich das sage, ich weiß, was mein Berg ist. Und mein Berg, was Gott uns im Glaubenszentrum und Mike und ich und meine Familie versprochen hat, war Erweckung in Deutschland. Und die Herrlichkeit Gottes inmitten seines Volkes und seine Gegenwart in solche vereinte Orte der Liebe und Einheit mit Christus im Zentrum, mit einem Erweckungsgeist, das übersprudelt zu einer Liebe für die Verlorenen und geht in Evangelisation und endet mit wirklich Reformation, wo die Gesellschaft auch verändert wird durch transformierte Leute. Das ist mein Berg. Und ich möchte das sehen, noch. Aber ihr wisst, was dein Berg ist. Ich glaube das. Und ich sehe Erweckung. Ich sehe Leute wie euch. Ihr seid voller Leben und wach und habt Glauben. Persönlich erweckt. Aber ich glaube für viel mehr. Okay, so du weißt, du kannst Gott sagen, gib mir den Berg. Und Kaleb hat geleitet seine Familie zu dieser Erbe. Und er hat die allerschwerste Riesen zu töten. Die 3 größten Riesen. Und er hat das Berg Hebron genommen. Und hat es genommen und der Namen verändert. Von dieser hässlichen, dämonisch besessenen Platz in einen ganz neuen Namen. So, deswegen bist du noch da. Für deinen Berg. Okay, ich schließe mit dieser, das ist Simeon und Anna. Und sie war, viele Leute sagen 84 Jahre alt, andere sagen 104. Sie musste älter als 84, weil sie war 84 Jahre in das Gebetshaus und Prophetin und Fasten und Anbeten und Fürbitte Tag und Nacht. Und Simeon war ganz alt und Gott hat ihm eine Verheißung gegeben, du wirst nicht sterben, bis deine Augen die Messias des Heil Israels sehen. Und so der Heilige Geist leitete den beiden ganz älteren Leute. Sie haben den Weg vorbereitet.
Sie haben das ausgesprochen. Sie war Prophetin. Sie haben gesagt, sie wussten, die Erlösung Israels kommt. Es ist nah, es ist gerade da. Sie wussten das, sie lebten in das. Sie haben Erwartung, sie warteten. Sie wussten, sie werden noch nicht gehen zu Hause, bis ihre Augen das sehen. Wow. Und in diesem Baby, das war nicht die volle Heil, es war die volle Heil, aber die haben das erkannt. Und wir müssen unsere Augen offen halten für die kleinen Anfänger, sehen, wo Gott wirkt. Und dann stärke das und gehe da und gehe, wo die jungen Leute sind und ermutige sie. Und gehe zu ihren Gemeinden, geh hinein. So viele junge Leute haben zu mir gesagt, diese eine Frau hat zu mir gesagt, sie hat eine Gemeinde mit ganz vielen jungen Leuten. Ich habe nichts zu ihr gesagt über 55 plus. Sie hat zu mir gesagt, oh, jetzt endlich haben wir einige ältere Leute dabei und das ist und reife Leute. Das ist so viel besser, so viel tragfähiger, das bringt so viel drin. Ja, preis dem Herrn. Okay, so, hier ist noch ein extra Bild. Meine Mutter. Bei ihr 90. Geburtstag. Ist sie nicht süß? Mike und ich waren da, letztes Jahr war sie 90, 10 Tage mit ihr. Und wir waren 5 bis 6 Stunden jeden Tag mit ihr. Wir haben versucht, sie irgendwo jeden Tag zu bringen. Und sie hat die ganzen Gespräche getragen. Die ganze Stunden und nicht einmal sich wiederholt. Sie ist so frisch und so klar in ihr Geist und Verstand, weil sie betet. Ihr Geheimnis, ich sage euch alles, sie betet immer im Singen. Sie ist wirklich eine Glaubensfrau. Jedes Mal, sie betet für ihr Körper, sie steht gegen Krankheit. Natürlich, sie hat die paar normale Sachen, aber sie ist eine Anne. Sie ist allein in ihr Haus. Natürlich, mein Bruder ist da, aber sieht ihr einmal in der Woche. Aber sie will keine Last. Sie klagt nie, spricht nicht über Krankheit. Hannelore, sage ich die Wahrheit? Hannelore hat sie besucht letztes Jahr. Und sie ermutigt allen jedes Mal, wenn du sie anrufst. Sie predigt zu dir. Sie ist froh, wenn jemand ruft an, dann spricht sie über Gott. Besonders zu mir, weil sie weiß, ich möchte das hören. Okay, nicht mit allen. Aber sie ist ein Segen da. Und ich muss sagen, bin so stolz auf ihr. Sie war die erste Gläubige in unserer Familie. Ich sage immer, sie hat die Tür geöffnet für meinen Vater, für alle Kinder. Sie hat 11 Enkelkinder und 14 Urenkelkinder. So ich sage, das ist eine reiche Frau.